Hey Leute, Kona hier. Nach knapp 300 Stunden Farmen im Wüstenhochland, verteilt über etwa ein Jahr, konnte ich endlich 10.000 überlegene vergrabene Schätze mein eigen nennen. Doch ihr fragt euch sicher, hat sich das überhaupt gelohnt? Spoiler, ja, das hat es. Nur noch eine kleine Anmerkung, bevor wir loslegen. Das Truhen-Opening hat super lange gedauert. Ich musste immer wieder das Inventar leeren, um mehr Truhen öffnen zu können. Und deswegen läuft das Opening, während ich euch erzähle, was drin war, eher hintergründig. Wenn ihr es euch in seiner vollen Länge ansehen wollt, ist in der Videobeschreibung ein Link zum 24-Stunden-Stream und bei etwa 6 Stunden und 4 Minuten geht das Opening los. Der Grund, dass ich überhaupt 10.000 überlegene vergrabene Schätze gesammelt hatte, war, dass ich unbedingt Qadiris Spieluhr haben wollte. Unser Ziel bei diesem Opening also Qadiris Spieluhr aus den Truhen bekommen. Ihr könnt ja jetzt in den Kommentaren schreiben, ob ihr glaubt, dass eine drin sein wird oder nicht. Die Ausbeute. Nach 90 Minuten Truhen anklicken in meinem 24-Stunden-Stream hatte ich natürlich auch viel Trash im Inventar. Und mit dem fangen wir an. Danach wird es immer wertvoller, gemessen am Verkaufspreis in der Handelsgesellschaft. Ich zähle die Kleinigkeiten jetzt mal nicht einzeln auf. Insgesamt sind sie etwa 33 Gold wert. Hauptsächlich wertlose Rezepte, Edelsteine und billige Materialien und das in Massen. Außerdem noch wenig aufregend accountgebundenes Zeug. Super viel Blutsteinstaub, aufgestiegene Fragmente, und unter 10.000 Truhen nur eine aufgestiegene Waffenkiste. Jetzt kommen wir mal in den zweistelligen Goldbereich. Exowaffen, Rezepte, teurere Edelsteine, viel zu viele Mahlsteine, schwarze Diamanten, edle, nicht identifizierte Rüstung und Mosaiken. Damit sind wir im Moment bei insgesamt 308 Gold Verkaufswert. Den Anfang im dreistelligen Bereich machen 22 Mini-König Vasi, die insgesamt für 100 Gold weggegangen sind. Gibt es nur in dieser Truhe. Wählbare Waffenrezepte für insgesamt 155 Gold. 32 Stack Meisterwerk nicht identifizierte Ausrüstung, 160 Gold. 2 Mini-Luft-Djinn, zusammen 200 Gold. 2 Mini-Feuer-Djinn, ebenso viel. In den 10.000 Truhen waren 1.234 seltene Waffen. 1, 2, 3, 4, eine schöne Zahl. Hab sie wiederverwertet mit einem Meister-Wiederverwertungskit. Hat mir 245 Gold gebracht. Und damit sind wir jetzt bei einem Zwischenstand von 1.368 Gold. Doch die großen Beträge kommen erst jetzt. Und mal ein kurzer Einschub, bevor wir zum Finale kommen. Das hier ist nun mal ganz nebenbei mein erstes Video als ArenaNet-Partner. Ist das nicht cool? Ihr könnt euch darauf einstellen, dass ich von nun an regelmäßig Gem-Giveaways auf meinem Twitch-Kanal veranstalten werde. Also lohnt es sich, da zu folgen. Bitte tut es. Gut, jetzt zu den Big Boys. Die größten 8. Den Anfang machen 35 Bücher mit Rezepten für Rüstung oder so, die einen gemeinsamen Wert von 315 Gold hatten. Es sind wählbare Rezepte für marschallische Rüstung und die kann man auch nur aus diesen Truhen bekommen. 2 Mini-Wasser-Djinn, zusammen 400 Gold und den kennen wir doch aus meinem seltenste Items-Video als der seltenste Mini. Ist er jetzt übrigens leider nicht mehr. Als nächstes Süßwasserperlen, 135 Stück. Sie bringen 430 Gold. Seltene, nicht identifizierte Ausrüstung ist jetzt nicht besonders viel wert. Aber 14 Stack davon sind es schon. Und zwar 630 Gold. Wir hatten einige enttäuschend billige Rezepte. 48 Erzählungen vom großen C2K machen das mit ihren 768 Gold jedoch wieder gut, würde ich sagen. Und dann der Erd-Djinn. Mal 8 macht 800 Gold. 800 Gold. Wie die meisten von euch wissen, will ich schon seit Anfang 2018 die Qadiris Spieluhr. Ein Spielzeug, welches eine süße Melodie abspielt, die jeder um einen herum hören kann. Damit kann man übrigens das Konzert der Metal-Liedchen gut trollen. Aber jetzt mache ich mal die Musikbox an, was passiert denn? Mit einer wäre ich schon zufrieden gewesen, aber 10 nehme ich auch gern. Holy shit. Sie scheint also eine Drop-Chance von 0,1% zu haben. Überlegt mal, die Spieluhren wären jetzt noch accountgebunden nach Drop. Dann hätte ich sie für insgesamt 5 Gold beim Händler verkaufen können.
Gut, dass sie handelbar sind, denn sie haben mir 2000 Gold eingebracht. Wenn ihr meint, dass die Spieluhren der teuerste Drop waren, täuscht ihr euch. Was wird es nur sein? Ich hätte jedenfalls nicht gedacht, dass Geschichte vom großen Zetuka mein wertvollster Fang sein würde, Rezepte für verheerende Rüstung auch nur aus diesen Truhen zu bekommen. Mit 38 Stück davon habe ich mir 38 mal die teuersten Rezepte des Containers gegönnt und sie für 2660 Gold verkauft. Wahnsinn! Insgesamt sind wir damit bei 9371 Gold, also ganz okay. Ein Fazit: Durchschnittlich liegt der Wert eines überlegenen vergrabenen Schatzes also bei etwa 90 Silber. Alle 2 Stunden kann man sie für 20 Minuten im Wüstenhochland farmen. Man hat relativ schnell einen Durchschnitt von 30 Truhen pro Event. Das entspricht etwa 27 Gold in 20 Minuten, immerhin. Ach ja, auch wenn es bereits ziemlich lange her ist, werde ich trotzdem eine Zusammenfassung meines vergangenen 24-Stunden-Streams hochladen. Pünktlich, wie ihr mich kennt. Random Builds, Duelle, Quizzeug, Verstecken, Modewettbewerb, bla bla bla, PvP-Turnier werde ich euch nochmal in Erinnerung rufen oder so. Bis dann, fühlt euch gedrückt. Bis zum nächsten Mal. Ich liebe euch.